Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute mal aus dem Parkhaus. Naja, nicht ganz, also für den Anfang schon aus dem Parkhaus, denn ich bin in Rostock unterwegs und möchte ein paar Lichtzieher, also Langzeitbelichtungen, Lichtspuren von Autos fotografieren. Wie da die besten Einstellungen sind und welche Spots ich mir in Rostock ausgesucht habe, all das erfahrt ihr natürlich wie immer im Video. Der erste Spot im Hintergrund, seht ihr es, die Petrikirche. Und da bietet es sich tatsächlich an, weil wir hier interessante Fahrspuren haben. Da geht es nämlich nicht nur hoch zur Petrikirche, sondern es kommt sowohl von stadteinwärts, stadtauswärts, als natürlich auch in die andere Richtung. Und dann habe ich eben schon gesehen, auf meiner ersten Langzeitbelichtung sieht ziemlich interessant aus, weil unten standen nämlich zwei Fahrzeuge auf der Linksabbiegerspur. Das heißt, die waren natürlich dann richtig belichtet und der Rest ringsrum waren dann Lichtzieher. Ziemlich interessante Einstellung, muss man natürlich auch ein bisschen drauf achten. Tja, wie hier die Verkehrsregelung ist, damit man tatsächlich nicht so viel stehende Autos drauf hat. Die zwei Linksabbieger, das war jetzt völlig okay. Kameraeinstellung. ISO 100, dann habe ich eine Blende 16 eingestellt und dann 15 Sekunden Verschlusszeit. Die Blende ruhig ein bisschen mehr zumachen, ruhig eine Blende 16 nehmen, damit wir nämlich schöne Blendensterne zum Beispiel aus den Laternen rausbekommen. Ja, und so sieht es dann aus, mein finales Foto. Schöne Blendensterne an den Laternen, dank der geschlossenen Blende 16. Zum Bildaufbau möchte ich euch mal zeigen, wonach ich mich orientiert habe. Hier hat das typische Drittelregel-Raster aus 9 verschiedenen Feldern, das ich auch bei mir in der Kamera eingestellt habe. Dann sieht man es ganz deutlich, am rechten Bereich, rechtes Drittel, ist bei mir die Petrikirche und ja, der restliche Bildaufbau auch so ein bisschen nach der Drittelregel ausgerichtet. Das heißt, ein Drittel im unteren Bereich ist die Straße und 2 Drittel macht dann der Himmel zur blauen Stunde aus. Mittlerweile haben wir es mitten in der blauen Stunde, ihr Lieben. Ihr seht hier oben, schön blauen Himmel haben wir und das Orange von den Laternen und den Rücklichtern der Autos fügt sich natürlich harmonisch hier ins Bild ein. Ich bin jetzt quasi auf die andere Straßenseite gewechselt. Ja, hier geradezu sehen wir das Parkhaus, aus dem heraus ich gerade eben noch die Petrikirche fotografiert habe. Jetzt stehe ich vor der Petrikirche und fotografiere von dort in die entgegengesetzte Richtung. Wenn man hier unten die Ampelphasen richtig abpasst, hat man tatsächlich durchgehende Lichtzieher. Das sieht schon ziemlich nett aus. Kameraeinstellungen sind gleich geblieben. Und zwar haben wir weiterhin einen ISO 100, eine Blende 16 und 15 Sekunden Belichtungszeit. Da haben wir schon schöne durchgehende Lichtzieher. Was man natürlich nicht vergessen darf, bei einer langen Belichtung den Bildstabilisator auszuschalten und auch den Autofokus habe ich deaktiviert. Das heißt, an meiner Kamera ausgeschaltet am Objektiv. Ich habe aktuell das 1535, was ich mir ja ganz neu zugelegt habe, auch wenn der Preis mit 2.400 € irgendwie schon doch recht unverschämt ist. Aber es ist halt auch ein klasse Objektiv. Tja, und da den Autofokus umgeschaltet auf manuellen Fokus, dass sich tatsächlich hier bei der Langzeitbelichtung auch nichts negativ aufs Foto auswirkt. Auch hier nochmal ein schöner Spot und zwar fotografiert durch so eine Schießscharte hier in der alten Stadtmauer. Ja, ihr seht, jetzt ist schon ziemlich dunkel, aber zum Fotografieren genau richtig. Immer noch blaue Stunde, ihr seht es da hinten und dann leuchten hier quasi die Straßenlaternen. Das Ganze so ein bisschen aus, diese Schießscharte und wir können unserem Foto einen natürlichen Rahmen geben. Das heißt, ja, hier im Vordergrund die alte Stadtmauer und dadurch fotografiert dann hinten den Verkehr. Und das Ganze schön natürlich orange-blau. Ja, es wirkt schon ziemlich nett. Nächster Spot, hier haben wir noch einen schönen Straßenverlauf und zwar biegen die Autos quasi hier vor uns ab, ja, als Kehre oder eine U-Verlauf der Straße. Ihr seht hier, guck mal, hier fährt ein Auto rum und wenn wir da eine schöne Langzeitbelichtung machen, dann kriegen wir so schöne gebogene Lichtzieher. Das sieht ziemlich cool aus. 15 mm fotografiere ich hier, das Ganze mit dem ISO 100, Blende 16 und 30 Sekunden Verschlusszeit. Und mit ein bisschen Glück bekommst du dann auch solch ein tolles Lichtzieherfoto hin. Ihr seht schon, schöner Blendenstern durch die Blende 16 und knackige Farben. Aber kommt das Ganze so aus der Kamera? Nein, natürlich nicht. Viele fragen ja immer und deshalb hier mal eine RAW-Datei. Das ist das Gegenstück als RAW-Datei, völlig unbearbeitet. Alle Bildinformationen vorhanden und dann kannst du
du solch ein finales Foto dabei herausarbeiten, zum Beispiel mit Lightroom. Bildaufbau. Wenn wir uns auch hier nochmal unsere neuen Felder einblenden, dann sehen wir schon, dass die natürlichen Gegebenheiten vor Ort ja perfekt für die Drittelregel geeignet waren. Im unteren Schnittpunkt, untere Drittel, liegt die Straße. Und dann haben wir links und rechts die erhöhten Gebäude, die liegen jedenfalls in den äußeren Drittelbereichen. Also perfekter Drittel-Bildaufbau. Das Gute an solch einer Location ist natürlich die dauerhafte Bewegung. Das heißt, jedes Foto, das du anfertigst, ist ein Unikat. Eins interessanter wie das andere. Und im Grunde kann man hier schon viel Zeit verbringen, denn man selbst ist immer gespannt. Was gibt es jetzt für ein Foto? Wie ist das geworden mit diesem Lichtzieher? Nächster Spot, auch immer wieder interessant, sind natürlich Straßenbahnhaltestellen. Ja, je nachdem, wo du stehst, wie die Straßenbahn fährt, kriegst du hier schöne Lichtzieher. Ich stehe jetzt hier zum Beispiel nochmal direkt an den Gleisen, und wenn dann von vorne die Straßenbahn kommt und man mit ungefähr zwischen 6 und 10 Sekunden belichtet, dann gibt es ziemlich interessante Lichtzieher. Und auch hier ist das richtige Timing natürlich die halbe Miete. Ihr seht, 10 Sekunden Verschlusszeit, und die wollen richtig eingesetzt werden. Denn wenn du den Auslöser zu früh oder zu spät betätigst, bekommst du nämlich keinen durchgehenden Lichtzieher hin. Das heißt, es fehlt hinten oder vorne dann irgendwo an Licht. Aber auch ich habe ein bisschen probiert an dem Tag, bis ich solch einen durchgehenden Lichtzieher hinbekommen habe. Man muss dann immer ein bisschen abschätzen, wie schnell oder wie langsam fährt hier Bus oder Bahn. Und dann klappt es auch mit den Lichtziehern. Auch hier wie auf diesem Foto. Hier können wir uns auch nochmal ansehen, da habe ich auch ein bisschen die Drittelregel versucht zu beachten. Man sieht es hier sehr schön, die Bahn endet links im Schnittpunkt des linken Drittels und beginnt auf der rechten Seite. Das heißt, der Blick des Betrachters wird automatisch von rechts nach links ins Bild geleitet. Sehr schön finde ich persönlich auch solche Fotos von, ich möchte es mal Geisterbahnen bezeichnen. Es ist eine stehende Bahn, die halb transparent ist und dann trotzdem noch Lichtzieher hat. Ja, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst eure Belichtungszeit hier, in diesem Fall auch 10 Sekunden, aufteilen. Und zwar muss davon 5 Sekunden die Bahn stehen und 5 Sekunden lang muss sie fahren, damit ihr den Lichtzieher hinbekommt. Wie geht das Ganze? Ja, ich habe mich hier so ein bisschen nach dem Türlicht ausgerichtet. Das heißt, wenn dieser Türsummer ertönt, bevor die Türen zugehen, dann habe ich mir nochmal 2 Sekunden Vorauslösung eingestellt, habe dann in dem Moment den Auslöser gedrückt. Ja, und dann hat es irgendwie so gepasst. Das muss man tatsächlich vor Ort probieren, denn das variiert natürlich je nach Verkehrsmittel. Auch hier können wir uns nochmal anschauen, das Ganze ausgerichtet nach der Drittelregel. Vorne links im Schnittpunkt seht ihr die Bahn, die stehende Bahn, und dann läuft sie aus ins rechte Bilddrittel. Und zum Schluss nochmal der Rathausplatz. Was hier leider ein bisschen stört, sind natürlich die Hochspannungsleitungen von der Straßenbahn. Aber trotzdem kriegst du hier einen schönen Lichtzieher hin. Auch hier nochmal 15 Sekunden Belichtungszeit. Und das Ganze bei einer Blende 16 und einem ISO 100. Ansonsten ist natürlich hier nicht mal viel los. Die letzten Händler packen hier noch ein. Es ist auch recht kalt. Wir haben es jetzt um die 0 Grad. Tja, Lieben. Ich glaube, bei uns soll es das auch gewesen sein. Vielleicht nehmen wir noch den ein oder anderen Fotospot hier mit, machen noch das eine oder andere Foto. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass euch der kleine Einblick hier, das kleine Video gefallen hat zum Thema Lichtzieher in der Stadt. Ja, hier fährt nochmal schön eine Straßenbahn. Tja, Lieben, geht raus, macht selber Fotos. Ihr seht, selbst in der Innenstadt gibt es tolle Motive, zum Beispiel Lichtzieher. Haltet schön die Augen auf, dann findet man auch tolle Motive. Ich hoffe, das Video, der kleine Einblick, die kleine Anregung hat euch gefallen. Dann lasst mir für das Video gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.